Ein herzliches Willkommen und hallo zu weiteren Let's Play Frequent Order. Ich bin Samsi Mafix. Wir befinden uns immer noch in Norwich, der Stadt des Eisens und natürlich wo Spring herrscht. Wir haben Maschi nun gefunden, doch die werte Maschi hat immer noch nicht ihre Erinnerung und gerüchteweise ist es nun so, dass sie diese auch nie wieder halten wird, aufgrund der stärkeren Rolle, die sie hier bekommen hat als Kind der Prophezeiung. Nun ist es aber so, dass wir einen interessanten Verbündeten hier gefunden haben beim letzten Mal in der Form von niemand anderem als dem werten Graf Pepperon. Pepperon Kino, Skandinavier oder wie auch immer so schön es sich nennt, ist hier als Graf Pepperon bekannt und hat uns hier einige Informationen hier gegeben. Und sein Ziel ist es, Beryl zu töten. Das heißt, liebe Leute, erstmal haben wir schon wieder mal das identische Ziel, weshalb wir vermutlich nun eine Weile zusammenarbeiten werden. Hoffen wir mal, dass dieses Bündnis länger von Bestand sein wird, denn wir können auf jeden Fall jede Hilfe brauchen. So, nun schauen wir mal, was wir machen. Entweder, wie gesagt, den Calamity Pool hier uns anschauen oder eben Spriggens Festung mit Mesh zu infiltrieren. Good morning, honey bombs. Everyone sleep well? Absolutely. Okay. Before we have a breakfast, there's something importantly we should talk about. For my part, I wanted to ask you guys something about Norwich security. But if you have a report you'd like to make, please go right ahead. Thank you, Count. That's very considerate of you. Last night I did a bit of scouting in Norwich and Camelot. The rain cloud, that is, the calamity pool above Norwich is picking up steam, figuratively speaking. It's swelling around faster now, and I can sense an incredible amount of magic energy I couldn't before. If the magic energy were, say, gasoline, that'd be enough to burn Norwich onto the ground. He is right. As of this morning, that rain cloud has enough magic energy to rival a gigantic reactor. Exactly. How big of a reactor are we talking about here? Is it like the ones the Olympus machine got used? No, but it does certainly contain enough energy to power all of Chaldea for 2 months. That's enough for Singularity repair ray shift. Wow, you Chaldeans really are something else, huh? I can't believe you go through that much magic energy in only 2 months. Anyway, suffice to say, the situation in Norwich is much worse today than it was yesterday. All the townspeople are on the edge too. As for Camelot, fortunately, there was nothing major to report. The only troop deployment was a squad about 20 soldiers sent to hunt moors. No sign of large-scale deployment. Let's see. The only other noteworthy thing I saw was the Queen sitting in an empty throne room all night. That must mean Spring hasn't told her about Mesh, the child of prophecy yet. Definitely not. Spring's greed is working for us there. Even though he's counting on the calamity, he also wants to make sure his wall castles stay safe. He's got years worth of looted treasure stored there, and he wouldn't want to risk any of it. For all his big talk about how the calamity could never destroy it, I'm sure he's eager for some kind of insurance. That's why he brought Mesh there, so he could make the child of prophecy at least protect his castle. Unbelievable. What kind of clan head does that? I just hope he gets what's coming to him someday. Agreed. That's just another reason we need to keep Norwich safe. The worst possible outcome here would be Norwich remaining intact, at least as far as he is concerned. Just imagine what would happen to an incredible unpopular lord who failed to take back his land once next year rolls around. Oh yeah, good point. Anyway, that's all for my report, so I couldn't contribute more. Don't be silly. That was plenty of useful info. Now that we know the Queen's army isn't headed here, we can focus on investigating that wrong cloud up in... Count Pepperon, we have an emergency! A large mass of moors is advancing on the residential district from the ocean. There must be at least 1,000 of them. The calamity's begun. Those of you with homes, stay inside them. Don't come outside or the moors will get you. Those of you without homes, run for the shelter, hurry. Damn it. There's no end to them.
We're all coming. Stay back. Get away from me. Und so beginnt es. Wenn das Kind der Prophezeiung kommt, wird Norwich untergehen. There's even more over here. Help! Save me! No! Just please let me go! Just let me... what are you doing? It hurts! Und schlimm ist, es werden nur mehr. What the hell? Did the moss just eat the fairy and grow? I've never heard of anything like that happening before. Is this part of the new calamity then? Hey! Someone contact the Count. Tell him we can't hold him back. And he needs to give the order to retreat. The moss can grow and eating fairies. Human soldiers alone won't be able to stop them. Hurry, it might be too late for North's attack, but there should be some time to evacuate the south. That's the whole message from the captain. Please, Count. We need to evacuate. I see. And you thought we'd have a little more time. Siesta leave now. These things always seem to happen when you most desperately want them not to, huh? Count? Don't worry, I haven't lost my mind. There's no point in telling people to evacuate the city. Spring soldiers have shut their gates, remember? They want the local ferries dead. No, just take them to the shelter we set up inside instead. That includes the MP ferries as well. In the meantime, I'd like you human soldiers to keep the civilians safe and to hold back the moss coming in the harbor as best as you can. Remember, the people's safety comes first. That includes all of you. Whatever you do, don't try to fight the moss yourself. But somebody has to defeat him, or shelter will be... Yes, I know. Which is where people will come in. Right, Child of Prophecy and Company? Right, we can handle this. Willst du es nicht Artorias sagen? Oh well, then you really are the Child of Prophecy. You look a little more ordinary than I expected, but I like it. Thank you for being honest. Hold on. Are you sure about this? Those are moss we're talking about. There's no way Ferris can beat him. I can't even imagine how we'd win. I think we should retreat for now and assess the situation. Oh, I'm surprised to hear that from you, Gareth. You're usually so brave. Yes, the moors may be Ferris' natural predators, but that doesn't mean we are helpless against them. Artori will have Muramasa and Da Vinci backing up, and Maxie has the summons. I'd say that's enough to fend at least some of them off. Isn't that right, Artori? You did come to Norwich to save it, didn't you? No matter the nature of the calamity, you have to face it for your story to truly begin. Yes, of course, don't worry, I can do this. Besides, the moss don't have any effect on me. I can touch them, no problem. Really? Well then, yeah, this could work. Then it's settled. Get the main street and hold the moss in the South District. I'd go with you too. But I need to stay here so I can command this and supervise. If you can just hold them back for an hour, I can get everyone in the South District to safety. Let's go, Artoria. Zeig, wieso du das Kind der Prophezeiung wirst. Jetzt geht's los, liebe Leute. Also, der Höhepunkt hier unseres ersten Aktes beginnt hier nun. Oh gosh. I knew I shouldn't have come back to check on my store. I knew I shouldn't go and check on the field when I knew a big storm was coming. Oh man, I'm completely surrounded. It's just a matter of time until they fight me. Somebody, please help me. Savior, Lady Isaac. I'm just a humble fairy who's been making shows in Norwich since my great predecessor's time. There might be a legend or two about how he once made shoes for Lady Isaac. So please don't let me lie like this. Oh, why the was so terrifying? Over there. That's couple lots of trouble. Stay where you are. I'm going to take care of this moss right now. So, nun wird aufgeräumt, liebe Leute. Und zwar richtig, liebe Leute, hier auf MC Morphix Art und Weise. Das heißt, Castoria, natürlich muss Castoria mit. Double Castoria kann man nehmen. So, und dann, liebe Leute. Tun wir nur die. Die Castoria muss am Ende drin sein. Okay, passt. Übrigens, wir sehen hier Napoleon. Der ist bei meinen letzten Rolls gekommen. Nehme ich sehr gerne. Müssen wir noch ein bisschen leveln, aber nehmen wir einfach mal, um gleich mal ihn zumindest auf Bond 5, 6 zu bekommen. Braucht seinen Pad, seinen zweiten.
Also, die Moors greifen an und das ist im Endeffekt, wie gesagt, das erste Stückchen, was hier läutet auf unserem Weg hier zur Zerstörung Norwiches. So. Oh mein Gott, zum Glück habe ich das so gemacht. Mir fällt gerade auf, ich hätte es nicht geschafft. Wieso habe ich ja... Habe ich ja gar keine... Was habe ich hier für C gegeben? Ich dachte, ich hatte ja eine Start-C gegeben. Oh, ja, ich habe die falsche C hier gegeben. Naja. Ist jetzt nicht so schlimm. Soll trotzdem gut hinhauen, oder Chiara? Seht ihr da am Himmel? Die riesige Meerjungfrau! Die ganze Zeit so laut redet, rettet uns! Ja, los, Meerjungfrau, besiege unsere Feinde! 50% refunded, das ist nicht schlecht, Mann. So, Fatal Battle. Ein größerer Moors. Und das ist ein Ruler Moors. Ich ziehe mich zurück. So ein kleiner taktischer Rückzug. Jetzt kommt die Kastore hier an die Front. Und jetzt wird hier gebladet, meine werten Freunde. So. 4 Moors ist bezwungen. Ich würde mal sagen, der halbe Sturm ist hier schon überstanden, Mann. Wie würde es nochmal ein paar tausend kommen? Oh la la, liebe Leute. Oh, Small Bear, liebe Leute. Brauchen wir sehr. Habe ich letztens, da ja das Oberon Gacha begonnen, habe ich ja meinen guten Oberon gerollt. Unglücklicherweise braucht noch 100.000 andere Servants dieses Small Bears. Oh. Die Musik. Ja, die Musik hat sich geändert. Das ist mega geil. Also Leute, ich finde es immer geil, wenn die Overworld-Musik sich ändert, dass du halt wirklich merkst, so, jetzt geht's richtig los. Und genau das ist jetzt auch hier passiert. Castoria, freilich. Ja, man könnte einen MP5 Muramasa nehmen, aber ich mag keine Mid-Servants, deswegen bleiben wir bei ihm jetzt. Vielleicht tue ich jetzt mal eine Starting-CE nehmen, nicht so wie gerade eben. Zum Beispiel die da. Es soll schon schief gehen. Ja, mit Anfangs-CE geht es schon. Also, liebe Leute, komm, noch mehr Mords. No, get to the count shelter, hurry. I'm saved. Thank you, Ferry, with the stuff. Garth, you've got good eyesight, right? Can you make out what's happening in the harbor from here? Huh? Oh, yes, I can. There's a huge group of moss headed this way from here. I'm counting 30, 60, 100, wait. Half of them are going off that way. You mean up to the North District? Forget it, you saw how strong the moss are. We can't possibly save everyone. If even one of us falls here, we'll all be dead meat. Don't you get it? I know. But there's be something we can do. Wo ist eigentlich das andere Kind der Prophezeiung, Mann? You really don't know when to give up, do you? Alright, fine. Use a command spell on me. It might put me out of commission once this is over, but with a power up, I'll be able to hold my ground, my own feast a little while. It's not hard, just to finish the job. But it's a damn sight better than others bidding it cause you can't make up your mind. Huh? Hang on. You can't just... Don't worry. There's no need for that. Take a look at that dust cloud over the north. Wieso bist du eigentlich Chibi-Oberon? I saw the Shadow Prophecy. The one in the black armor. She just jumped down from the castle spell tower and it's steering into the moss. Wow, she's amazing. Oh, there's someone else with her. But they're less impressive. They're totally holding their own too, though. It looks like they can stop the moss over there on down. It's messy. Artoria und Muramasa, ich dachte, wir wären die Hauptcharaktere. Indeed. I guess Springs couldn't tag her into staying in this castle. If she can handle the North District on her own, then all we have to worry about is the South. This is it, everyone.
It's up to us to keep Norwich safe. Yeah. There's no way I'm going to let the other Child of Prophecy outdo us. They're gonna show here what is the real Child of Prophecy. Our defensive line won't move an inch. Ich muss euch sagen, seitdem hier Mesh gekommen ist, seitdem ist Artoria ziemlich still. Ich denke, es liegt natürlich daran, wie gesagt, es wird ja von jedem her akzeptiert, dass er unglaubliche magische Energien hat. Und auf der anderen Seite natürlich auch, dass im Endeffekt es nun möglicherweise eine fähigere Person gibt. Zumindest was hier viele denken. Und das merkt man, trifft sie sehr. So, packen einfach wieder unser Luke Kiara Move auf, liebe Leute. Statt besser Göber. So, sie alle rufen: Seht ihr da, die riesige nackte Meerjungfrau am Himmel? Sie rettet uns von dem Moos. Los, nackte Meerjungfrau. Passt. Und wir haben ja heute zum allerersten Mal unser Ass im Ärmel, was wir jetzt hier dann auch spielen werden, liebe Leute. Denn, auch wenn wir eigentlich aktuell immer noch in Akt 1 ist, haben wir natürlich jetzt schon den wunderschönen Akt 3 Servant bekommen. Und den werden wir natürlich raushauen, denn er ist ja mehr oder weniger Party, also das ist ja nicht mal irgendwie Spoiler oder was immer. Ich finde es so schön, dass wir endlich mal eine Welle aus Avengers haben, liebe Leute. Finally, liebe Leute. Finally können wir ja richtig mit Luke Kiara loslegen. Und genau, liebe Leute, auch wenn es natürlich vom Charge ist nicht so wichtig ist, liebe Leute, von einem anderen Aspekt wird es ziemlich lustig, nämlich vom Damage, liebe Leute. Denn nun kommt der Nuka, liebe Leute. So, Big Luke Kiara Damage haben wir mal rausgehauen, oder? 959.000 bei einem Gegner, Leute. Bei einem Gegner, Mann. Da ist er, liebe Leute. Unser guter Oberrund Damage, liebe Leute. Dafür haben wir ihn auf jeden Fall geholt, liebe Leute. Und die Small Bells nehme ich so gerne an. Weil, Leute, wir müssen ja noch 2 Akte hier, also 2 komplette Kapitel mit allem drum und dran durchhauen. Und Akt 1 vom Lost Spell 6 ist ja ungefähr 25%, Akt 2 50 und Akt 3 nochmal 25, also haben wir noch einiges zu tun, bevor ich endlich mal Small Bell farmen kann. Okay, liebe Leute, dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier ein bisschen früher Schluss, liebe Leute, denn beim nächsten Mal wird es dann eher spannend werden. Das Grauen von Norwich erscheint und die Menschen sind eben die Feen und natürlich die Menschen stehen hier vor der kompletten Auslösung. Spriggan lässt sie hier ihrem Schicksal genauso wie morgen hier überlassen. Doch nicht nur 1, sondern 2 Kinder der Prophezeiung können diese Unheil eventuell noch verhindern. Bevor wir aber erleben, ob das wirklich wahr wird, machen wir einen kleinen Cut und beim nächsten Mal geht's weiter mit Fake Vendora. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.